herzlich willkommen bei Fast and Curious. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, wir sind ganz gespannt. Es gibt so viele Themen, über die wir mit dir sprechen können. Als erstes, ich habe dich ja gerade anmoderiert und es ist mir aufgefallen, an wie vielen Unis hast du bitte studiert? Ja, also hattest du Angst vorm Arbeitsmarkt oder was war da bei dir los? Es hatte viel Spaß. Es hat wahrscheinlich Uni-Zeit wahrscheinlich die beste Zeit bisher war und deshalb habe ich sie auch genossen. Aber sag mal, wie kam's? Also jetzt macht man ja normalerweise einen Bachelor und einen Master und du hast da ja gleich ein paar gemacht. Ja, hat sich so ergeben. Hatte viel Glück und die Unis haben mich aufgenommen. Im Master habe ich dann Double Degree direkt gemacht und dann nach ein paar Jahren Beratung hatte ich wieder Lust auf Uni und habe dann noch ein MBA gemacht. Und da ist auch Sender entstanden im MBA als Uni-Projekt. Ja, genau, cool. Und deswegen, es hat sich ja gelohnt. Und vielleicht fangen wir damit mal an, David. Also während der Uni habt ihr Sender gegründet. Wie kam es dazu? Woher kam die Idee und wie habt ihr das neben der Uni gestartet? Das war im ersten Semester. Da mussten wir für den Gründer von BlaBlaCar, die Mitfahrgelegenheit, ein Projekt entwickeln, Geschäftsideen finden, die für BlaBlaCar relevant sein könnten. Und da haben wir gesagt, Pakete können doch auch transportiert werden, nicht nur Passagiere. Und das haben wir dann weiterentwickelt. Und 2015, nach meinem Abschluss, dachte ich, hätte das beste Geschäftsmodell ever. Bin dann nach Berlin gezogen und nach einem Jahr habe ich verstanden, dass das nicht so gut war, das Geschäftsmodell. Hatten nämlich genau 0 Kunden und hätte vielleicht auch ein bisschen früher verstehen können. Echt, ja? Also beim Pakete mit Autos durch die Gegend hattet ihr 0 Kunden? Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen, weil wir verstanden haben, dass sozusagen die BlaBlaCars nicht regelmäßig genug zwischen den Städten gefahren sind und hatten dann die brillante Idee, das mit Flixbus abzubilden. Und wir hatten dann für ein Jahr zwischen Hamburg und Berlin so 2 Hubs und halt Flixbus auf der Linie und für die erste und letzte Meile Stadtkuriere, weil die Hypothese damals war, Amazon und Zalando bieten Same-Day an. Und kleinere E-Commerce müssen auch was machen. Und da haben wir gesagt, das können wir so lösen. Aber leider war das viel zu komplex und viel zu teuer. Und deshalb hat es nicht geklappt. Aber dann seid ihr ja dem Thema Logistik treu geblieben. Und jetzt könnte man ja erstmal bei Logistik denken, ich bin im Beirat eines Logistikunternehmens. Also mein Herz schlägt da auch für. Aber man könnte ja denken, das ist ja ganz schön trockene Kost. Wieso ist es Logistik für dich? Was fasziniert dich daran? Vielleicht kann ich mit euch mal ein paar Fakten teilen. Das am meisten transportierte Gut ist Luft. Jeder 3. LKW fährt komplett auf den europäischen Straßen rum. Leer quasi, leer, wow. Komplett leer. Und jeder 3. ist ja irre viel. Wahnsinn. Und der Grund hierfür liegt daran, dass es ein sehr fragmentierter Markt ist. 70% aller LKWs gehören Unternehmen, die weniger als 10 LKWs haben. Also wenn jetzt ein kleiner Unternehmer aus Sizilien gerade hier in Berlin bei Coca-Cola Orangen abliefert, um halt dann Fanta hier in Berlin herzustellen, und er muss dann zurück nach Sizilien fahren. Deutsch kann er nicht, Englisch vielleicht ein bisschen, aber fährt dann erstmal leer bis nach München runter, wo er dann vielleicht jemanden kennt, der ihm dann eine Ladung bis nach Mailand gibt. Und von Mailand hat er dann sein eigenes Netzwerk. Aber deshalb sind diese Leerfahrten so massiv. Und deshalb auch ein spannendes Thema für Digitalisierung und Technologie. Und David, vielleicht kannst du ja einmal erzählen, was ihr jetzt mit Sender genau macht und was eure Lösung für die Herausforderung war oder ist. Ja. Also wir sind ja eine digitale Spedition mit einem Fokus auf Komplettladung. Das klingt jetzt erstmal sehr komplex, ist es aber nicht. Meiner Oma erkläre ich Sender als ein Uber für LKWs. Wir verbinden auf einer Seite große Unternehmen wie Coca-Cola oder AB InBev, die regelmäßig Ware von A nach B transportieren müssen mit einem LKW, der nur für sie fährt. Das ist auch die Definition von Komplettladung. Und auf der anderen Seite von unserem Geschäftsmodell haben wir kleine Familienunternehmen, die 5 bis 50 LKWs haben. Wir bringen die 2 Seiten zusammen, sind aber auch Vertragspartner. Und deshalb auch so ein bisschen wie Flixbus. Genauso wie Flixbus sind wir Asset Light. Wir besitzen keine LKWs oder Busse im Flixbus-Fall und stellen auch keine Fahrer ein. Aber genauso wie Flixbus kontrollieren wir die komplette End-to-End Customer Journey und Experience. Mit dem Modell sind wir dann 2017 gestartet, nachdem das erste Modell nicht so gut funktioniert hat.
Na, dafür hat dieses Jahr umso besser funktioniert. Ihr seid eines dieser berühmten Unicorns in Deutschland, also Unternehmen mit einer Bewertung von über 1 Milliarde und habt dann unglaubliches Wachstum hingelegt. Was war für dich persönlich euer größter Erfolg, mal jenseits dieser Zahlen oder dieser Labels, die man so nach außen trägt? Schwierig, einen Moment zu identifizieren in 7 Jahren. Also ich glaube, es gab ein paar Momente, die schon speziell waren. Zum Beispiel, als wir Uber Freight Europa übernommen haben. Die waren immer unser Vorbild. Und als wir dann nach Europa gekommen sind, hatten alle unsere Investoren Angst, dass die uns platt machen. Und als wir sie dann übernehmen konnten, war schon ein sehr spezieller Moment. Wir haben ein Joint Venture in Italien mit der italienischen Post und führen exklusiv alle komplett LKW-Transporte durch, exklusiv. Und da konnten wir auch beweisen, dass wir das besser machen können als jemand, der das schon seit über 100 Jahren gemacht hat. Aber ich glaube, ein Moment, der besonders speziell für mich war, als wir vor einem Jahr in mehreren Büros LKWs beladen haben mit Hilfsgüter für die Ukraine. Und es war schon speziell, weil ich zum ersten Mal eine ganz spezielle Energie im Unternehmen gespürt habe. Da hat jeder mit angepackt. Das war wirklich was ganz Spezielles und darauf bin ich besonders stolz. Ich kann mich noch erinnern, wie wir hier vor der Tür standen und ich wirklich gesehen habe, wie alle mit angepackt haben. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, da bin ich wirklich stolz, Teil von Sennder zu sein. Cool. Kann ich total nachvollziehen, weil es so eine wahnsinnige Sinnhaftigkeit zeigt, ne? Wenn man da dann wirklich helfen kann und vor Ort ist und auch ja einfach diese Fracht übermitteln kann und das selber tut, das ist echt was Besonderes. Jetzt sind wir ja gerade nicht nur wegen dem Ukraine-Krieg, sondern auch sonst durch die ganze wirtschaftliche Lage in so ein bisschen raueren Zeiten, sag ich mal. Gehen die an euch vorbei oder was sind für euch gerade so die Herausforderungen? Also auf einer Business-Seite haben wir das Glück, dass unser Geschäftsmodell relativ stabil ist. Vor 1-2 Jahren wäre ich gerne noch in Krypto- oder im Metaverse-Bereich unterwegs gewesen oder in See- und Luftfahrt. Mittlerweile bin ich happy. Jetzt bist du ganz froh. Genau, weil eine Gute alte Brick and Water. Ja. Genau, weil eine Cola oder ein Bier trinkt man auch sozusagen, wenn man gerade nicht ausgehen kann im Lockdown oder bei einer Krise, da trinkt man vielleicht keine Premium-Cola oder ein Premium-Bier. Aber genau die Sachen transportieren wir. Deshalb ist unser Geschäftsmodell relativ stabil. Klar sehen wir auch, dass die Nachfrage hier und da ein bisschen runtergeht, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr stabil. Aber trotzdem waren die letzten Jahre für unsere Mitarbeiter nicht immer ganz so einfach. Ihr habt es ja erwähnt, Pandemie, Wirtschaftskrise, Konflikte. Da haben wir uns auch die Frage gestellt, wie können wir unsere Mitarbeiter unterstützen und haben gesagt, wir wollen in die Sennder-Community investieren, indem wir die Leute 3 Tage pro Woche zurück wieder ins Büro holen, um unsere Kultur auch weiter zu leben und entwickeln. Und das ist gerade ein bisschen eine Herausforderung in unserem Büro. Wir wollen nicht zurück. Ja. Nicht alle wollen zurück. Ja. Das ist auch verständlich, weil ich glaube, in den letzten 2-3 Jahren haben viele sehr komfortable Setups gefunden. Aber wir glauben halt, dass wir unsere Kultur nur weiterleben können, weiterentwickeln können, wenn wir Touchpoints haben, wo wir uns auch physisch begegnen, weil der Kaffee, die Aufzugfahrt, das Mittagessen so viel ausmachen. Und deshalb speziell in Berlin und Amsterdam haben wir es ein bisschen schwieriger, Leute wieder 3 Tage ins Büro zu bekommen. In den anderen 8 Standorten ist es ein bisschen einfacher, speziell in Osteuropa, in Südeuropa haben wir schon wieder fast alle im Büro, 3 Tage die Woche. Aber die Herausforderung ist noch hier in Berlin und Amsterdam. Und was ich daran immer spannend finde, Philipp, mein Mann, den du auch gut kennst, hat ja auch ein Business. Jetzt sind es seine eigenen Handwerker. Bei euch sind die LKWs fahren, nicht eure eigenen Leute. Aber dennoch sind das Menschen, die können gar nicht wählen zwischen Homeoffice und Arbeitsstätte, sondern die sitzen halt immer im Auto in eurem Fall. Inwiefern denkt ihr die mit? Auch wenn das nicht eure eigenen Leute sind. Immer wenn ich auf Raststätten kurz Halt mache, denke ich immer so, wow, das ist echt ein sauhartes Leben. Also habt ihr da auch Maßnahmen, dass ihr sagt, wenn die bei uns im Senderverbund sind, dann denken wir die mit und überlegen mal, was wir denen Gutes tun können, weil die haben sozusagen diese Bubble-Thematik, bleibe ich zu Hause oder komme ich ins Büro gar nicht? Sehr gute Frage. Es ist ein unglaublich harter Job. Nicht nur, weil man den ganzen Tag fährt, 8 bis 10 Stunden, weil man auch 2 bis 3 Wochen am Stück unterwegs ist, im LKW übernachtet und jeden Tag um eine andere Uhrzeit aufstehen muss. Aber man will ja Verkehr vermeiden, Loading, Unloading Times muss eingehalten. Es ist ein unglaublich harter Job.
Durchschnittsalter von einem Lkw-Fahrer in Deutschland ist 47 Jahre. 2/3 aller Lkw-Fahrer gehen in den nächsten 13 Jahren in Rente. Es fehlen heute in Europa schon 500.000 Lkw-Fahrer. Und Work-Life-Balance ist ja ein Thema, auch Remote Office Work ist auch ein Thema. Und viele wollen diesen Job einfach nicht mehr machen. Und deshalb ist es ein Riesenthema. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir konzentrieren uns darauf und versuchen, die Arbeitsbedingungen, soweit es geht, für die Fahrer zu verbessern, indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass sie pünktlich und regelmäßig wieder zu Hause sind. Kann man aussuchen, jede 1-2 Wochen, wenn sie lange Strecke fahren. Indem wir zum Beispiel die Facilities, die ganzen Lager, wo sie laden und beladen, messen, was die durchschnittliche Zeit ist, damit wir das dann auch einplanen können. Und wir haben noch ein paar andere Programme, um diese Fahrer zu unterstützen. Aber es ist ganz klar jetzt der Fokus auf Lkw-Unternehmen, Lkw-Fahrer, weil ich glaube, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren irgendwann aufwachen werden und die gleiche Headline lesen werden wie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren in England, wo es dann plötzlich hieß, es gibt keine Milch mehr in Supermärkten und keinen Sprit an Tankstellen, weil einfach Lkw-Fahrer fehlen. Also erstmal finde ich das total schön, die Wertschätzung, die du da so rüberbringst für diesen Job. Ich kenne den ganz gut, weil mein Vater mir davon ganz viel erzählt hat. Der ist nämlich LKW gefahren, um sein Studium zu finanzieren. Und meine Mutter saß in der Fahrerkabine immer neben ihm und hat ihn wach gehalten auf den langen Strecken. Und da erzählt er ganz, ganz viel von. Und deswegen finde ich, ist es schön, dass ihr das so wertschätzt. Ja, und da nicht so ein Gefälle ist zwischen den Büromitarbeitern und den Fahrern, die den letztendlichen Job haben, den ihr verwalten dürft und den ihr optimiert und verbessert. Deswegen würde mich interessieren, so nach welchen Werten führst du denn das Unternehmen? Also was für Werte lebt ihr auch, dass ihr jetzt überhaupt so groß werden konntet? Also wir haben relativ am Anfang 5 Werte für uns definiert. Einer davon ist We put customers first. Und wir haben gerade vor 1-2 Monaten im Management debattiert, wer ist wichtiger, der Kunde oder der Lkw-Fahrer oder der Lkw-Unternehmer? Und bis vor kurzem haben wir gesagt, die sind gleich wichtig, haben jetzt aber vor kurzem für uns entschieden, dass wir die Lkw-Unternehmen hervorheben und deshalb we put carriers first. So hat sich dieser eine Wert weiterentwickelt. Wir haben auch noch ein paar andere Werte. Ich glaube, 2 sind mir besonders wichtig, obwohl ich glaube, das ist so wie ein Vater oder eine Mutter kein Lieblingskind haben sollte. Aber 2 Werte sind extrem wichtig für uns. Keep on trucking ist ein Wert, bedeutet we make mistakes, we learn from them. Und ich glaube, das hat uns erlaubt, relativ schnell uns immer weiterzuentwickeln, indem wir auch viele Fehler gemacht haben. Ich sage allen immer, besser ein bisschen sozusagen schneller zu sein, Fehler zu machen, auch ein bisschen Geld zu verlieren oder zu investieren, aber dafür schnell zu verstehen, was dann die bessere Lösung ist und die dann umzusetzen. Und noch einen zweiten Wert, run the extra mile. Das bedeutet, we take ownership and act entrepreneurial. Und das hat auch dazu geführt, dass, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass auch ein paar Mitarbeiter dann Sender verlassen haben, um diesen Wert weiterzuleben und halt dann auch eigene Startups zu gründen. Ich glaube, mittlerweile sind es über 12 und das zeigt halt, dass diese Werte dann auch über Sender hinaus einen Impact haben können und das ist ziemlich cool. Und wenn du sagst, keep on trucking, schnell Fehler machen, damit auch mal schwierige Situationen aushalten. Was war so dein schwerster Moment eurer bisherigen Reise? Also wo sagst du, das hat richtig wehgetan? Das war noch, also ganz viele Momente, ist ein Rollercoaster. Aber ganz am Anfang, als wir gerade dabei, also als wir verstanden haben, dass unser erstes Geschäftsmodell nicht funktioniert hat, hat mein damaliger Mitgründer, Niki, mir gesagt, 5 Minuten nachdem wir ein Termsheet unterschrieben haben für ein Angel Investment, dass er Sender verlässt. Und es war eine unglaublich harte Zeit, weil ich wusste, dass der Angel dann auch das Termsheet zurückzieht, sobald... Termsheet für alle ist sozusagen das, ja, ich investiere zu diesen Bedingungen und hier hast du es schon mal schriftlich. Ja, aber ist noch nicht sozusagen binding. Ist noch nicht, Geld ist noch nicht auf der Bank, es war noch nicht beim Notar, ja. Und ich hab ihn damals verstanden. Wir kamen beide aus dem MBA und er wollte zurück in die Festeinstellung. Aber dann war es relativ schwierig für mich, weil ich hatte auch kurz aufgegeben,
hatte dann auch, kann ich mich noch erinnern, meinen Papa angerufen, der auch so ein bisschen Mentor für mich ist, auch Entrepreneur und Unternehmer, und habe ihm erzählt, ja, wenn ich jetzt sage, dass Niki rausgeht, ich muss ein neues Geschäftsmodell finden, und ich will auch nicht die Verantwortung übernehmen für die ganzen Family, Friends, Investoren, die bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen was investiert haben. Und mein Vater hat mir damals gesagt, es ist immer gut zu lernen, was es bedeutet, Insolvenz anzumelden, speziell wenn du am Anfang der Karriere bist. Er hat gesagt, du musst noch eine Sache versuchen, und wenn die klappt, kannst du immer noch weitermachen, aber kannst auch immer entscheiden, dann zum Amtsgericht zu marschieren. Und den einen Punkt, den er hatte, war nochmal mit dem Angel Investor zu sprechen und ihn zu überzeugen. Habe ich dann gemacht. War nicht einfach. Er hat mir dann sozusagen auch das Geld dann gegeben, aber die Verantwortung, die ich dann übernommen habe, hat es nicht einfach gemacht. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Das glaube ich, und gleichzeitig hat sie dich wahrscheinlich unfassbar viel gelehrt, weil genau daraus ziehen wir ja so viel. Und ich weiß noch genau, um jetzt mal zu dem zu kommen, wir wollten heute ja über Meetings sprechen, und ich weiß noch genau, ich habe zu Verena gesagt, wir müssen dieses Thema machen und so, weil ich das Gefühl habe, da geht immer so viel Energie, so viel Kreativität und so weiter flöten. Und jetzt fand ich es vorhin total spannend, dir zuzuhören. Du hast gesagt, du wolltest die Leute wieder zurück ins Büro holen, weil es so wichtig ist, sich mal beim Kaffee, im Aufzug, beim Mittagessen zu treffen. Und wir haben vorhin die Fakten durchgelesen über Meetings, und da war drin, dass wir unter die Hälfte des Meetings effizient verbringen. Über die Hälfte verbringen wir mit Smalltalk, mit irgendwie Warten auf andere, Gedankenaustausch, alles Mögliche. Deswegen vielleicht, um in dieses Thema erstmal einzusteigen, worauf optimiert ihr denn, wenn es um Meetings geht und quasi effiziente Zusammenarbeit? Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass man nicht immer in Richtung effizient optimieren muss. Diese kleinen Momente, die man zusammen verbringt vor und nach dem Meeting, sind auch unglaublich wichtig. Wenn man Zoom-Calls hat, hat man diese Momente nicht. Dann wartet man, und da hat man auch keine Lust, um 18 Uhr dann nochmal ein paar Minuten Smalltalk zu machen. Im Büro ist es komplett anders. Da geht man vielleicht auch nochmal ein Bier zusammen trinken. Und deshalb, glaube ich, muss man es immer versuchen, das zu optimieren. Es ist unglaublich wichtig für die Kultur, dass man auch ein bisschen Zeit miteinander verbringt, ohne vielleicht jetzt effizient zu sein. Also ich war ja Unternehmensberater und dachte am Anfang, als ich dann da gestartet habe, dass Präsentationen immer the best way sind und sehr effizient sind. Aber als wir dann Uber Freight übernommen haben, kam neues Management dazu, und viele von denen waren auch bei Amazon, und da haben wir so ein bisschen einen neuen Weg gefunden. Bei Amazon heißt es Memo Culture, wo eine Unterlage vor dem Meeting vorbereitet wird, im Meeting dann gelesen wird. Dann nimmt man sich dann ein paar Minuten bis zu einer Stunde, wenn die Unterlagen ein bisschen länger sind, und diskutiert dann erst danach. Und ich habe gelernt, dass es unglaublich produktiv sein kann. Wir haben jetzt mehrere Meetings, die wir genau so strukturieren. Ist immer ein bisschen komisch, wenn man dann zusammenkommt und dann erstmal redet, und dann gibt es ein paar Minuten, wo jeder lesen muss. Aber ich bin überrascht, wie gut das funktioniert, und wir sind jetzt so weit, dass wir das auch für unsere Board-Meetings genauso umsetzen. Ja, und das weiß ich noch, der Moment, als du, glaube ich, mit Philipp Mittagessen warst und ihm davon erzählt hast, dann kam er nach Hause und meinte, das ist so faszinierend, die schreiben richtig DIN A4 Seiten lange Memos. Jede Führungskraft schreibt ihren Teil, also wenn ich für Sales zuständig bin, schreibe ich da erstmal 1,5 DIN A4 Seiten, jemand anders für Finance so. Und dann müssen erstmal alle lesen, um im wahrsten Sinne auf dem gleichen Blatt zu sein, sozusagen, on the same page. Und erzwingt ja zwei Sachen. Erstens die Vorbereitung, dass du nicht einfach in so ein Meeting reinstolperst, gar nicht weißt, worum geht's jetzt hier und so. Und das andere ist, dass du dann im Meeting auch alle auf die gleiche Ebene hebst, damit so eine Diskussion auch Sinn macht. Wie sehr hält man das durch? Weil ich stelle mir vor, am Anfang sind alle super motiviert, und dann ist das 6. Meeting, und dann schreiben alle nur noch eine halbe DIN A4 Seite und sagen, also weder will ich so viel lesen, noch will ich so viel schreiben. Also wie haltet ihr die Qualität über die Zeit hoch? Wenn es funktioniert, dann machen auch alle mit. Und bei uns
war es eigentlich andersrum. Irgendwann wurden die Dokumente so lang, dass wir beschlossen haben, sie zu limitieren und auch in 2 zu teilen. Wir haben diese Monthly Business Reviews und die haben wir jetzt geteilt in die Shipper-Seite und die Carrier-Seite, um halt die Zeit effizienter zu nutzen, weil die teilweise so lang wurden, weil jeder wollte in diesen Unterlagen halt hervorheben, was er alles erreicht hat. Und deshalb war es bei uns eher andersrum, aber man braucht eine gewisse Disziplin. Die Vorbereitung ist wichtig. Diese Unterlagen werden auch schon mal gechallenged, bevor sie dann mit allen geteilt werden. Und da braucht man halt die Prozesse, um sicherzustellen, dass es auch gut umgesetzt wird. Ja, ich hatte genau dasselbe Learning. Bei uns hat es auch eine ins Team mitgebracht und war total fasziniert, wie gut es funktioniert. Alle dann auch zu zwingen zu lesen, das ist ein bisschen ungewohnt. Und gleichzeitig ist es halt oft so, dass du dann doch den einen oder anderen dabei hattest, die weniger gelesen hat oder nicht ganz so oder so. Und die Qualität an Diskussionen war einfach wesentlich besser. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr macht Monthly Business Reviews. Was habt ihr denn noch so für Arten von Meetings und auch wie viele Leute nehmen da teil? Deshalb erstmal meine One-on-Ones. Da gibt's immer eine kleine Agenda, um sicherzustellen, dass wir immer wissen, sozusagen, was die Themen sind. Dann gibt's die Management-Meetings. Da haben wir 2 Levels, Executive Teams und mit 8 Leuten und Leadership Teams. Und da haben wir meistens diese Memos. Und noch ein Vorteil ist, dass jeder sich darauf konzentrieren kann, die Informationen zu sehen und zu suchen, die wirklich relevant sind. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie ein Land in irgendeinem Segment oder in einem KPI sich weiterentwickelt, dann habe ich die Möglichkeit, da wirklich im Detail reinzugehen. Wenn ich eine Präsentation folge und derjenige, der die Präsentation vorbereitet hat, sich auf etwas anderes konzentrieren möchte und jetzt nicht auf das Land, das mich interessiert, dann habe ich nicht die Möglichkeit, diese Informationen zu bekommen. Ja, das ist auch unglaublich wertvoll und wie gesagt, machen wir das für unsere meistens die Management-Meetings und dann haben wir halt die Company-Präsentation, wo es dann mehr als 30 Leute sind. Da benutzen wir dann ganz normale PowerPoint oder Google Slides Präsentation und da sind die Informationen auch nicht immer so detailliert wie vielleicht in diesen Meetings mit Management oder in den One-on-Ones. Ich habe im Laufe meines Berufslebens festgestellt, dass Meetings ja schon sehr viel Sinn haben können, wenn sie eine gute Agenda haben, wenn sie relativ, sagen wir mal, straff organisiert sind im Sinne von, man nicht erstmal so reintrudelt und so, sondern eben Kaffeepause, Aufzugzeit separiert von, wir kommen zusammen, um etwas zu verstehen oder eine Entscheidung zu treffen. Und trotzdem reißt es irgendwie ab einem gewissen Punkt dann ein. Also ich merke das auch immer, wenn ich in Unternehmen komme und die Meetingräume komplett ausgebucht sind, auch in einem Office, in dem Lea und ich häufig sind auch immer alle ausgebucht. Also irgendwie haben die Menschen diese Neigung zu, wenn ich mich treffe, dann arbeite ich sozusagen. Wie handhabst du das? Du könntest ja auch den ganzen Tag in Meetings sitzen wahrscheinlich, weil jeder irgendwie mit dir Abstimmungsbedarf hat. Hast du so meetingfreie Zeiten? Gehst du ab und zu mal wieder durch deinen Kalender und schmeißt Meetings raus, weil du sagst, es wird einfach zu viel, ich habe gar keine Zeit mehr zu denken? Oder wie gehst du davor? Ja, ich mache das meistens, wenn das neue Jahr beginnt, dann nehme ich halt alle Meetings raus, die jetzt nicht mit meinen Direct Reports sind und gucke dann, welche dann wirklich noch relevant sind. Ich habe Working Times in meinem Kalender. Das sind meistens, ich versuche immer 2 Stunden pro Tag für mich zu haben. Meistens ein bisschen weniger, aber trotzdem habe ich sozusagen blocke ich mir die Zeit. Aber es gibt da keine Uhrzeiten, wo ich sage, da muss ich immer sozusagen meine Zeit haben oder gebe auch nichts vor, wann unsere Teams, unsere Mitarbeiter sozusagen Meetings halten sollten und wann nicht. Ich glaube, bei jeder Phase gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und deshalb muss jeder selber wissen, wie er das managen möchte. Aber eine Sache ist bei uns ganz wichtig, dass keiner bei den Meetings teilnehmen muss. Und deshalb sieht man daran schon, ob die Meetings funktionieren oder nicht. Wenn keiner kommt, schafft ihr sie ab. Genau. So einfach ist es. Ach, das heißt, du bist dann wirklich eingeladen quasi auf dem Meeting und darfst aber einfach nicht hingehen, wenn du das Gefühl hast, es ist für dich nicht relevant. Korrekt. Und speziell bei den ganzen All-Hands oder speziell bei größeren Meetings können wir da wirklich immer sehen, wie viele Leute dazukommen. Und
verstehen, ob das funktioniert, ob wir das Format ändern müssen oder einstellen müssen. Und habt ihr sonst noch irgendeinen Review-Prozess bei Meetings? Weil das ist ja so ein bisschen wie so, weiß nicht, in Deutschland irgendwie rechtliche Bedingungen und irgendwelche Gesetze und noch mehr Regulatorik. Ja, das sammelt sich immer an und man hat mehr und mehr und mehr und mehr und keiner geht irgendwie durch und sagt, was können wir denn eigentlich alles abschaffen? Also guckt ihr noch irgendwie drauf, um zu schauen, dass sich da nicht Meetings einschleichen, die man gar nicht mehr machen will, oder reicht das? Ich gebe schon vor, wir machen immer eine Jahresplanung mit meinem Team und mit dem Executive Leadership Team und da setzen wir halt fest, wann wir diese Monthly Business Reviews machen. Jetzt haben wir die in 2 geteilt, wie wir die strukturieren, wie wir mit Leadership Meetings umgehen. Und dann ist zumindest für das Management klar vorgegeben, wann und ein Jahr im Voraus auch die Offsites, die wir dann 2 bis 3 Mal im Jahr machen, die sind klar strukturiert und daran halten wir uns und wir versuchen da wirklich dann auch zu gucken, dass es nur die Meetings gibt. Und es gibt auch viele Themen, die wir dann da immer da reinschieben und sagen, nein, brauchen jetzt kein extra Meeting. Wir haben in 2 Wochen wieder unser Leadership-Team-Meeting. Da besprechen wir das zusammen und versuchen halt dann diese Zeit, die dann schon Wochen, wenn nicht Monate im Voraus geblockt wird, dann effizient zu nutzen. Und habt ihr irgendein Codewort für ein Meeting? Also wenn man es selber einberuft, dann hat man es ja selber im Griff, es auch wieder zu beenden. Wenn man aber leider drin sitzt und merkt, oh mein Gott, ist das eine Zeitverschwendung, gibt es dann irgendwie so jemand, der die Hand heben darf und sagen darf, okay, können wir mal aufhören? Ja, das haben wir noch nicht. Aber wie gesagt, wenn Leute nicht zum Meeting kommen, dann spürt man das. Sie mit den Füßen ab. Da muss man nichts sagen. Und da wir auch viele Meetings schon vorbereiten, haben wir meistens immer gute Diskussion, speziell wenn wir dieses Memo-Format nutzen für kleinere Meetings, dann steckt viel Arbeit schon sozusagen in der Vorbereitung und dann wird die Zeit auch gut genutzt. Und wenn du jetzt so deine Woche anguckst, wie viel Zeit ist davon frei, prozentual quasi für dich, für Gedanken, für alles Mögliche? Und wie viel ist geblockt durch Meetings? Also ich schätze mal 20% für mich frei. Dann nochmal 60% für Meetings. Ja, das sind aber dann alle Meetings, interne sowie externe Meetings, auch mit Investoren. Und dann nochmal 20% für Reisen und unterwegs sein. Mhm. Und gibt es ein Meeting, wo du sagst, darauf freue ich mich so sehr, ohne das Meeting macht mir meine Arbeit keinen Spaß? Also diese Monthly Business Reviews, die sind schon spitze, weil da kommen wirklich alle zusammen, haben die gleiche Grundlage. Seitdem wir die haben, beschwert sich auch keiner mehr. Ich weiß nicht, was wir gerade machen, was die Strategie ist, wo wir uns weiterhin entwickeln. Und ich habe dann halt, die machen wir jetzt auch wöchentlich, ein kleineres Format, aber die Monthly Business Reviews sind wichtiger. Da weiß ich ganz genau, wo wir stehen als Firma. Da ist volle Transparenz. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich wirklich immer drauf, weil ich auch sehe, wie wir uns weiterentwickeln oder wie wir uns nicht weiterentwickeln. Und das ist dann wieder so eine Episode von irgendeiner Serie oder TV-Show, die ich mir angucke, wo ich dann wirklich freue, okay, jetzt kommt das nächste und freue mich auf sozusagen die auf nächste die neuen Staffel. Informationen. Genau. Ja, die Staffel kommt dann nächstes Jahr, aber die nächste Episode in diesem Jahr. Kann ich nachvollziehen. Und also Meetings sind ja nur quasi ein Teil von, wie arbeitet man zusammen und wie führt man auch. Und jetzt habt ihr, ich meine, irgendwann habt ihr das Unternehmen gegründet, da wart ihr quasi das Gründerteam, dann wart ihr mal 10, dann wart ihr mal 100, jetzt seid ihr über 1000 Mitarbeiter. Was ist dir wichtig in der Führung, so dass ihr das auch mit 1000 Leuten schafft, quasi sowohl Spaß an der Arbeit zu haben, als auch gemeinsam was zu erschaffen? Ich glaube, letztendlich ist Mitarbeiter aus 3 Gründen für eine Firma arbeiten. Der erste Punkt ist nicht der wichtigste, aber ich glaube, das schaffen irgendwie alles Startups. Mission, Vision, Purpose. Warum gibt es die Firma? Was für einen Impact hat die? Die 2 anderen Gründe sind auch extrem wichtig oder vielleicht sogar wichtiger ist das Team, mit dem man zusammenarbeitet. Spaß an der Arbeit. Und der 3. Punkt ist der Manager, den Chef, den man hat, von dem man lernt, mit dem man sich weiterentwickeln kann. Ich glaube, speziell bei diesen 2 Punkten Team und Manager ist es unglaublich wichtig, dass man Zeit miteinander verbringt und die Leute zusammenbringt. Und wie gesagt, Zoom funktioniert unglaublich gut, viel besser, als ich es noch vor ein paar Jahren dachte. Aber diese Zeit zusammen ist wertvoll und deshalb machen wir bei Sennder oder investieren relativ viel, um Leute zusammenzubringen. Ja, zum Beispiel unsere Sender Academy,
Das ist die erste Woche bei Sender, strukturiertes Onboarding, wo sich Leute auch kennenlernen, die dann in unterschiedlichen Büros sind und in unterschiedlichen Bereichen. Ja, die sind dann sozusagen die erste Community, die man aufbaut. Dann haben wir noch in jedem Büro Community Events. Jetzt vor 2 Wochen Gnocchi Cooking Class sozusagen mit mir, und wir haben jetzt, aber so nachfolgend jetzt auch Tiramisu machen, aber jedes Büro hat dann auch... Kommen deine italienischen Wurzeln durch? Ja, so ein bisschen. Das macht auch Spaß. Also es ist wirklich cool. Worauf ich Können mich... da auch Externe dazukommen? Das Nein, wollen wir Lea, noch. du kochst weiter in deiner Küche. Oder muss ich dafür Sendermitarbeiterin werden? Wir haben bestimmt noch eine Position. Ja. Am 23. ist es wieder soweit. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Ich habe ja das große Glück, in deine Verlobte investiert zu sein, die ja selber Gründerin ist. Und Pauline hat Weddy Place gegründet, und ihr seid auch eins dieser raren Double-Founder-Couples, die es ja so gibt. Und deswegen, damit ich mir auch noch was für Philipp und mein Leben abgucken kann. Also wie sieht so ein Doppelgründerinnenleben bei euch aus? Und habt ihr da irgendwelche Tipps? Ich glaube, ich kann eher was von dir und Flip lernen. Hab auch, glaube ich, auch schon was mitgenommen. Weil wir so viel älter sind, ja. Nee, aber es ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, weil man versteht, wenn die andere Person länger arbeiten muss, gestresst ist, viel unterwegs ist. Man kann den Partner auch als Sparring-Partner nutzen, ist unglaublich wertvoll, speziell wenn es Themen gibt, wo man dann vielleicht nicht so gut nachts schlafen kann, die kurz nochmal zu besprechen davor oder beim Abendessen, ist wertvoll. Downside ist, dass man dann halt teilweise auch ein bisschen zu viel Zeit verbringt, diese Themen zu besprechen. Und deshalb sind halt so für uns zumindest so Date Nights dann Momente, wo wir dann versuchen, kein Business Talk zu nutzen. Und glaube ich, was auch wertvoll ist, wenn wir dann mal Urlaub machen und abschalten, ich glaube, dann genießen wir die Zeit noch mal ein bisschen mehr gemeinsam, weil wir wissen, ja, dass es nicht immer möglich ist, diese Zeit zu finden. Und deshalb groß und Ganzen sehr happy, eine Gründerin an meiner Seite zu haben, gibt mir unglaublich viel Stärke. Ja. Cool. Was für ein schönes Schlusswort. Und 1000 Dank, dass du dir in deinem sehr beschäftigten Alltag die Zeit hierfür genommen hast. Ich glaube, das war sehr wertvoll, dass wir alle weniger Zeit im Alltag verschwenden und einfach mehr Fokus auf menschliche Begegnungen, auf Meetings, die dann am Ende auch eine Entscheidung und einen Sinn machen, und auf Werte, die nicht nur an die Wand geschrieben werden, sondern auch gelebt werden, setzen. Also 1000 Dank für deinen Besuch bei uns. Vielen Dank, David. Vielen Dank an euch.